Die Grundidee kommt schon irgendwann einmal und es gibt dann meistens irgendein Mittel, auf dem ich zeichnen kann, und es kann natürlich auch eine Serviette sein. Ich kenne das Hotel Altstadt Vienna und auch den Herrn Otto Wiesenthal doch schon seit einigen Jahren durch die Mitgliedschaft bei den Schlosshotels und Herrenhäuser. Und das Altstadt Vienna hat für mich immer eine Vorbildfunktion gehabt in Sachen Innovation, Stimmung, hohe Identität in der Altstadt von Wien, sodass also der Gast hier, glaube ich, ein Hotel vorfindet, wie man es sich wünscht, wenn man nach Wien kommt. Einer der ersten Schritte war mal über das Zimmer an sich, über den Charakter des Zimmers nachzudenken. Es war dann auch der Wunsch, einen Namen zu kreieren. Ich muss sagen, das war eigentlich gar nicht so leicht. Bei einem Besuch hier auf der Baustelle habe ich dann einmal aus dem Fenster geschaut und habe mir die Frage gestellt, was ist unter diesem Glasdach hier? Und wir haben dann im Untergeschoss noch einmal die Räume besichtigt und ich habe festgestellt, dass das Nebenräume von dem Off-Theater sind. Und dann ist eigentlich der Gedanke aufgekommen, man könnte das auch als Theatersuite bezeichnen. Der Name ist dann, glaube ich, angenommen worden und hat auch die Fantasie der Hotelbetreiber hier beflügelt, und man hat dann gesprochen, ja, da könnte man einen Schminktisch machen und so weiter, Elemente vom Theater, und aus dieser Überlegung heraus ist es auch so geschehen dann. Für mich ist es ganz wichtig, dass ein Hotelzimmer funktionell ist. Die Funktion, was soll das Hotelzimmer können? Es soll sehr, sehr gute, qualitative Sanitäranlagen haben. Es soll ein Platzl haben, wo man arbeiten kann, ein Schreibtisch, Zeichentisch. Ich habe immer im Urlaub Zeichnungen mit. Viele Leute haben einen Laptop mit, das sollte man nutzen. Man sollte einen Platz haben, wo man sich hinsetzen kann, und wenn es möglich ist, einen Platz, wo man sich auch ausruhen kann, wo man Mittagsschlaferl machen kann, wenn das vom Platz her geht. Und was hier in dem Zimmer noch gegeben ist, platzmäßig war es möglich, eine kleine Hausbar, die auch die Möglichkeit gibt, ein kleines Buffet anzurichten mit Getränken, sodass man hier in einem ganz kleinen Rahmen auch eine Party feiern kann, wenn Sie so wollen. Das wäre für mich das, was ich mir wünschen würde von einem Hotelzimmer. Wir haben versucht, alle notwendigen Funktionen, wie schon erwähnt, das Sanitäre und die Garderobe und Schrank sowie eine kleine Bar in einen geschlossenen Wand sozusagen zu integrieren. Ansonsten ist die Einrichtung für mich eine Melange aus Wiener traditionellen Möbeln der Nachkriegsmoderne, die wir mehr oder weniger zufällig oder bewusst gefunden haben, zusammengestellt haben für dieses Zimmer. Vielleicht war auch eine der Anregungen, dass der Parkettboden aus der Stadthalle stammt, von dort der gebrauchte Boden, und durch einen Zufall wurden uns angeboten Fauteuils vom Café Ritter, das der Herr Architekt Roland Reiner geplant hat, eine dazugehörige Bank. Und aus derselben Zeit stammend aus einem ganz anderen Fundus ein Schreibtisch aus der Zeit der SW-Möbel. Das war eigentlich ein Sozialprogramm in Wien, diese SW-Möbel. Zufälligerweise einen Sprossenstuhl, der angeblich auch vom Herrn Architekt Reiner, also man hätte fast sagen können, wir haben hier ein Architekt Reiner Zimmer geplant. Aber es ist fast jedes Stück ein Teil aus Wien. Der Kleeblatttisch ist ein Zufallsprodukt von einem Händler im 4. Bezirk. Ich kann ihn jetzt nicht zuordnen, aber er hat eigentlich in Holz und Farbe und Form hier gut dazu gepasst. Der Spiegel schreibt auch eine kleine Geschichte. Der Spiegel stammt aus dem ehemaligen
Messepalast. Und in dem Messepalast waren in diesem Rahmen, wo heute ein Spiegel ist, die Ankündigungstafeln für die Veranstaltungen aufgeklebt. Das sind so die wesentlichen Elemente. Ja, dann gibt es noch Kunst, Bilder von der bekannten Schauspielern aus Wien. Stammt aus der Sammlung des Hotel Altstadt, sowie ein Bild von den Salzburger Festspielen. Und dann gibt es noch ein Detail. Beim Eingang hat uns die Künstlerin, die Martina Mara Braun, ein Zitat von einem Theatervorhang sozusagen gemalt, das wir am Gang außen befestigt haben, um das Thema Theater hier durchzuziehen. Also im Wesentlichen muss ich sagen, dieser Stilmix, den wir vielleicht hier vorfinden, wo wir uns aber sehr beherrscht haben, es nicht allzu sehr zu mischen, sondern versucht haben, in einer Zeit zu bleiben, den habe ich selber zu Hause auch, nur noch viel, viel extremer. Für mich ist auch wichtig, nicht nur, dass ein Raum bewohnbar und gemütlich ist, für mich ist auch wichtig, dass die Lichtstimmung passt. Und die Lichtstimmung ist insbesondere das künstliche Licht, das passen muss. Und wenn man sich hier umschaut, sind teilweise Lampen, wie sie in einem Schminktisch im Theater vorkommen. Die Pipes, die Sie hier sehen, sind aus dem Fundus des Altstadt. Die wurden hier verwendet, 5 Stück. 5 Stück konnte man nicht an einem Platz verwenden, das wäre zu viel gewesen. Daher haben wir uns entschlossen, sie aufzuteilen. 2, je 1 über den Nachtischen und 3 Stück über dem Couchtisch. Der Gedanke beim Badezimmer ist der, dass es halt sowohl offen als auch nicht offen ist. Der Platz hat es erlaubt, dass wir eine schöne, modern designte, freistehende Wanne unterbringen konnten. Diese Wanne kann man vom Zimmer aus sehen, wenn es gewünscht ist. Wenn es nicht gewünscht ist, dann haben wir einen Art Theatervorhang, den man vorziehen kann. Ansonsten gibt es eine bodenebene Dusche mit Gefälle, sodass das Wasser in der Dusche abfließt. Ein Waschtisch, der ist designt, was ich weiß, von Herrn Matteo Thun. Wir haben lange gesucht und der hat uns insofern sehr gefallen, weil dieser Waschtisch im Hotel die Möglichkeit bietet, mit einer zweiten Ablage unten, dass der Gast seine Reisenecessaires dort unterbringen kann. Das ist bei vielen Waschtischen, die zwar sehr schick designt sind, meistens nicht möglich. Und daher muss ich sagen, gefällt uns der sehr gut, der auch noch zusätzlich natürlich die Reling hat, wo man die Handtücher aufhängen kann. Und das ist auch ein Argument gewesen, dass der obere Teil aus Porzellan ist, aus einem Stück, sodass es keine Fugen gibt, die dann mit der Zeit unansehnlich werden. Großer Spiegel, vergrößertes Bad ermöglicht auch, dass man sich sehr gut anschauen kann, aber das Ganze doch, so wie ich anfangs erwähnte, in einem diskreten Rahmen. Das ist mir ein Anliegen im Badezimmer, sodass man sozusagen, wenn man will, sich auch zurückziehen kann. Wir haben uns bemüht, mit dieser Theatersuite dem Gast des Hotel Altstadt die Erwartungshaltung zu erfüllen. Denn er kommt herein, er hört Vienna, er hört Altstadt und ich wollte halt haben, dass er diese Gedanken, die wahrscheinlich der eine oder andere hat, dass er die hier in diesem Raum erfüllt sieht, indem er typische Möbel aus Wien findet, indem er eine Stimmung findet, die es hier in Wien gibt und eine Stimmung, die auch der Umgebung angepasst ist. Das ist der Gast, den ich mir vorgestellt habe, der hier dieses Zimmer bewohnen kann.